Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute wird es aber ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen theoretischer. Es gibt heute ein bisschen was zum Lesen, sag ich mal, eine kleine Lesestunde, ja. Denn es sind ein paar Informationen rausgekommen, die auch nicht überall geteilt werden, so, und deswegen wollte ich euch da auch nichts vorenthalten, ne? Und ja, deswegen lehnt euch zurück, ne? Viele gucken ja auch meine Videos ja, abends zum Einschlafen. Das kann ich natürlich auch sehr verstehen an der Stelle, dass euch die Videos dann auch so langweilen, dass dann ja, die Leute dann auch davon einschlafen. Deswegen kommt auch die gute Watchtime zustande, ja, weil die dann irgendwann einfach wegnicken und dann ich da mit meinem Gequatsche einfach am Handy da weiterlaufe oder so, ne? Also deswegen, das ist natürlich auch eine Art von Support. Aber ich rede hier schon wieder um den heißen Brei rum wie Babynahrungstester. Wir ja, gehen wir ins Forum, denn es gibt ein paar Kleinigkeiten, die noch richtig gestellt werden müssen, beziehungsweise noch nachgebessert worden sind, und auch noch ein paar neue Informationen, die uns auch zu Pfingsten erwarten. Ja? Ein bisschen Informationen-Dropping hier auf jeden Fall heute. Kann sein, dass das morgen schon, ja, weiß ich nicht, per Rundmail oder so irgendwie abgeschickt wird, aber trotzdem wollte ich darauf nochmal eingehen. Und zwar gab es ja auch eine Entschädigung für die Spieler auf S8, weil dort wohl der Kalender durch das Elevator Rollback eben, ja, was da eben zustande kam, da wurde der Kalender oder beziehungsweise die Leute wurden da nicht nur einen Tag, sondern ich glaube 5 Tage oder wie ich das richtig mitgekriegt hatte, zurückgesetzt. Auf jeden Fall mehr als gewollt. Und ja, da gab es dann auch nochmal eine kleine Entschädigung. Auf wie viel sich diese Entschädigung beläuft, weiß ich nicht. Wurde hier auch nicht genannt. Vielleicht kann mir das jemand, der auf S8 spielt, ja in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall gab es auch noch ein paar kleine Anzeigefehler im Elevator, die den schon spielen können, ne? Und ja, das dazu. Auch müssen wir uns bei den Spielerinnen und Spielern der Welt 8 für die entstandenen Unannehmlichkeiten in Bezug auf den abgebrochenen Elevator und die damit verbundene Zurücksetzung der Sielwelt erneut entschuldigen. Ja, also nochmal eine Entschuldigung seitens Playa, da diese Spielwelt nach dem Problem mit den Elevator am letzten Freitag auf den Stand von Montag, 23. Mai um 4 Uhr zurückgesetzt wurde. Und da kam, wir hoffen, euch auf Welt 8 damit ein wenig für die verlorenen Fortschritt eures Charakters entschädigen zu können. Ja, eine kleine Pilzkompensation gab es dann nochmal zusätzlich, ne? Also das auf jeden Fall dazu, ne? Ja, dann, was war hier noch? Weil die Frage in den Supportings aufkam. Mit Neustart des Elevators auf den Spielwelten des alten Backends werden auch die auch interessant hier, auch die YouTuber-Codes zum Event wieder aktiv sein. Bis Sonntag um 16 Uhr. Also dort sind dann diese Codes dann auch wieder am Start. Und Spieler, die durch die Rücksetzung am Freitag die Inhalte des Jubiläumscodes Discord Anniversary 3 verloren und diesen nicht nochmal einlösen konnten, können dies dann bitte nachholen. Ne? Also ab da an funktionieren dann auch wieder die Codes, wurde auch oft gefragt in den Kommentaren. Jetzt gibt es dazu auch eine konkrete Antwort. Also ab da ja, läuft das dann wieder ganz normal. Ne? So, das auf jeden Fall erstmal dazu. Dann das Wochenende, ne, stehen auch einige Events an. Ihr seht es hier, ich brauche es nicht extra vorlesen. Das Einzige, was noch special jetzt dazu kommt, ist der Beseelter Sale. Ne? Da gehen wir mal auf den Punkt hier ein. Der Punkt Seelen bringt mich zu einem weiteren Special am Pfingstwochenende, denn der Pilzdealer hat zum Beseelten Sale noch ein spezielles, einmaliges und zeitlich limitiertes Angebot in der 24,99 € Kategorie. Gleiche Voraussetzungen wie Paket 3. Ich glaube, das war ab Stufe 120 einlösbar. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube schon. Ne? Dort gibt es mehr Pilze und ein Seelenpaket dazu. Ja, also das Wochenende gibt es wieder ein zeitlich limitiertes Angebot in Höhe von 24,99 €. Da kann man zugreifen. Ist ja auch Pilz-Event, also ist ganz cool. Lohnt sich. Ja, also ich werde es mir auch kaufen auf meinem Main. Vielleicht auf W50 noch. Auf dem Main kaufe ich es mir, ja,
ja, weil es halt der Main ist so, ne? Und auf W50 brauche ich halt eben die Seelen so. Auf dem Main brauche ich eigentlich das Paket nicht. Da bringen mir die Seelen nichts mehr, großartig. Ist wasted, aber mal schauen. Ja, auf dem Main nehme ich halt das mit, was ich kriegen kann. So, ne? Ja, das auf jeden Fall dazu. Ne? Dann denkt auf jeden Fall an das Erdpad, was es zu Pfingsten gibt. Das solltet ihr auch nicht verpassen. Ne? Das ist noch relativ wichtig. Und morgen, morgen ist heute um 16 Uhr, startet dann auch der Elevator auf der Spielwelt 1 Deutschland, da wird es dann nochmal getestet. Ja, das dazu. Dann kommen wir hier noch zum dritten Tab, und zwar sind das hier die Producer Notes. Ja, wer sich das hier im Detail durchlesen möchte, kann das alles sehr gerne machen. Könnt ihr gerne das Video anhalten, pausieren oder euch einen Screenshot machen, was weiß ich. Auf jeden Fall grob zusammengefasst. Producer Notes ist jetzt die zweite Ausgabe davon, ist sehr nice. Da wird so ein bisschen aus der Sicht der Manager, sag ich mal, so ein bisschen zusammengefasst, was so Phase ist. Ja, jetzt wurde hier in Bezug auf neue Klassen Rebalancing, beziehungsweise auf das Klassen-Rebalancing eingegangen, und dass eventuell auch alle Klassen nochmal ummodelliert werden mit der Zeit halt eben. Ne? Angefangen jetzt halt eben mit dem Dämonenjäger, der halt auf dem Beta-Server zu testen ist, und dort Leute auch wertvolle Rückmeldungen gegeben haben. Und im Prinzip kurz runtergebrochen sind halt alle Klassen irgendwo so ein bisschen überfällig und werden hier und da gerebalanced, werden aber vorher ausgiebig getestet auf dem Beta-Server von erfahrenen Spielern, die dann das Feedback geben. Es wurde halt noch gesagt, dass halt eben nicht alle Klassen gleichzeitig gebalanced werden können, sondern dies nach und nach passieren wird. Ne? Also wenn halt eine Klasse angeglichen wird, heißt das so viel wie, dass dann halt alle so ein bisschen angeglichen wird. Und generell sollte das Spiel ja auch nochmal general überholt werden und sich an jeden Punkt nochmal so ein bisschen rangesetzt werden, sobald halt eben auch das Backend soweit durch ist. Das wurde ja auch schon mal kommuniziert. Ne? Das auf jeden Fall zu den Informationen zu Pfingsten und was halt sonst hier noch so aufkam. Ne? Wie gesagt, die Information zu S8, das ist halt wirklich nur auf dem Server passiert, warum auch immer. Ne? Auf jeden Fall, es ist halt da wirklich, muss ich auch sagen, sehr bedauerlich für die Leute, so weit zurückgesetzt worden zu sein. Das ist halt echt nicht cool, und deswegen hoffe ich mal, dass da die Entschädigung, in welcher Höhe das auch immer gewesen ist, einigermaßen eine kleine Wiedergutmachung war für die Fehler, die halt eben aufgetaucht sind. Ne? Natürlich müssen wir darüber nicht reden, dass das komplett unnötig ist und dass das eigentlich nicht passieren sollte, so, ne? Das ist ganz klar, und ich hoffe mal eben, dass das in Zukunft halt weniger passiert, ne? Und ich denke mal, das wird auch im Sinne von Playa sein, dass das auch da ein bisschen weniger passieren wird, ne? Und ansonsten, wie gesagt, freue ich mich sehr auf Pfingsten. Ich bin gespannt auf das Angebot. Ne? Ich denke mal, das wird das ganz normale Seelenpaket sein. So, da wird jetzt nichts Special-mäßiges großartig jetzt noch weiter folgen. Und ich weiß gar nicht, ob hier schon, so eine Rundmail kam hier schon heute. Ja, stand hier auch schon irgendwas von dem Paket, weitere Informationen von Samstag bis Montag, ja. Ab Level 120 gibt es dieses Wochenende beim Pilzdealer den Beseelter-Sale, also das auf jeden Fall noch dazu, denn ne, durch die Rundmails wird man halt eben auch immer rechtzeitig auf den neuesten Stand der Dinge gebracht. Ne? Ja, ansonsten freue ich mich drauf, dass halt eben an dem Tag, am Freitag um 16 Uhr halt auch eben wieder die ganzen Codes verfügbar sind. Ne? Das ist halt auch sehr cool für die Leute, weil es gibt ja schon nicht wenig Schlüsselkarten, sag ich mal. Also den Code, ich werde ihn wahrscheinlich hier über mir wieder einblenden. Den Code, den ihr da seht, den könnt ihr dann halt eben erst ab dem Freitag dementsprechend einlösen und halt eben nochmal, für die Leute, die halt den Elevator noch nicht spielen konnten, könnt ihr ihn halt auch gerne nochmal per Rundmail oder so teilen mit euren Gilden, dass ihr da dann auch
Ja, oder dass eure Gilden da dementsprechend dann auch Bescheid wissen, ne? Ja, ansonsten bei uns auf dem Server hier läuft es eher semi-optimal. Unsere Guild ist jetzt nicht mehr wie letztes Event auf dem 2. Platz, sondern jetzt mittlerweile schon auf dem 3. Platz. Spricht auch nochmal sehr stark für die Inaktivität seitens innerhalb der Gilde und unterstützt halt auch nochmal eben meine Gedanken, die ich mir die letzten Monate auch schon nochmal gemacht habe, ne, über einen eventuellen Wechsel. Und ja, das bekräftigt das Ganze nochmal. Ich wollte ja nochmal jetzt hier dieses Hellevator-Event die Gilde unterstützen und gucken, wie das Ganze hier so abschneidet. Aber die Gesamtleistung ist halt eben nicht gegeben, sag ich mal so, und halt auch eben vereinzelt, ja, wenn man mit irgendjemandem aus der Leitung kommunizieren möchte, da zähle ich mich jetzt persönlich nicht mit dazu. Ich wurde einfach irgendwie so zum Offi ernannt, warum auch immer. Da war ich gar nicht irgendwie gefragt worden, das ist einfach so passiert, ne? Geht mehr so an die Gildenleitung, so über irgendwelche Sachen zu kommunizieren. Kommt da halt auch relativ wenig zurück. Ist jetzt auch kein Vorwurf, nehme ich dir dann auch nicht übel, alles cool. Ist halt dann eben nur so für mich so ein Signal, wo ich dann sage, jo, ja, vielleicht wird es nach 4 Jahren dann auch irgendwann Zeit. Ne? Ja. Ja, ansonsten, ich habe hier fleißig meine Belohnungen jetzt immer abgeholt. Funktionierte ganz gut jetzt immer die Zeit lang. Und ja, ich brauche schon ein paar Pilze, sag ich mal, dass ich hier auch durchkomme. Aber die Belohnung möchte ich mir schon ganz gerne einheimsen. Ne? Und deswegen versuche ich hier auch dementsprechend mein Bestes zu geben. Mein Rekord war ja auch gewesen, 432. So hoch werde ich mich nicht wieder spielen. Ich spiele hier nur so lange, bis ich meine Belohnungen durchgeentert habe. Und danach ist für mich der Hellevator dann auch zu Ende. Ja, und deswegen das dazu. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, weil das verfälscht so ein bisschen die Gesamtleistung der Gilde, weil viele Leute halt eben dadurch nur bis zu einem bestimmten Punkt im Hellevator voranschreiten und danach dann halt eben aufhören, weil sie halt sonst sich zu hoch spielen und halt eben die Belohnungen kaum bekommen können, weil sie halt eben so hoch sind. Und dadurch sammelt man ja generell insgesamt weniger Marken als beim letzten Hellevator. Und das, würde ich sagen, verfälscht so ein bisschen die Statistik irgendwie. Das sind auf jeden Fall so meine Gedanken dazu. Wir kaufen mal was raus in der Hoffnung hier irgendwie, bringt alles nicht so viel. Ausdauer, ich würde schon ganz gerne irgendwie Crit haben wollen. Nee, das ist auch nicht gut. Nehmen wir mal den für 4 Pilze hier. Okay, dann nehmen wir den. Oh, jetzt haben wir hier das Crit-Treffer-Teil. Ja, mal schauen, ob wir das nochmal mit der zusätzlichen Ausdauer hier packen. Ja, das ist gut. Dann brauchen wir eventuell nicht jetzt schon gleich den Crit-Boni mit einheimsen. Die sollten wir auch noch legen können. Und dann können wir, keine Ahnung, nachdem der hier weg ist, können wir dann uns das Crit-Treffer-Teil sichern. Ja. Und dann sollten wir nachher schon bald, was sind wir, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ein paar Etagen fehlen uns noch hier. Also ein bisschen müssen wir noch Gas geben. Ja, es ist mit einem ziemlichen Kostenaufwand verbunden, sag ich mal, wenn man sich so hoch gespielt hat wie ich. Ich bereue es halt eben, das ist jeden Tag jetzt das Gleiche. Es ist ziemlich bitter. Ne? Und ja, jetzt müssen wir uns das Crit-Treffer-Teil hier. Oh, das hatte ich auch noch nicht gesehen gehabt. Elektroschock, okay. Oder hier den. Ja, nicht das Crit-Treffer, war nicht der Crit-Treffer, sondern hier Schaden erhöhen. Aber der ist auch sehr, sehr gut. Ist auch ein guter Buff. Zwar nicht der beste, hier Hauptattribut und Crit-Treffererhöhung finde ich schon mit am besten von den ganzen Buffs, die mir bisher so mit untergekommen sind. Und ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir noch so durchkommen und hier uns noch den Save mit ergattern. Es ist relativ schwierig. Ich weiß nicht, was hat meine Gilde so an Leistungen bisher? Ja, also die ersten sind gar nicht mal so verkehrt mit dabei, aber man muss auch dazu sagen, die sind halt auch eben
sehr krass noch höher im Level. Ich weiß nicht, wie die stat-technisch jetzt aussehen. Ich glaube, die habe ich, meine eigene Gilde habe ich nicht auf dem Radar, muss ich sagen, was die Stats angeht. Da habe ich mehr so die Konkurrenz im Blick. Ja, mal schauen. Jetzt sollten wir auch gleich beim Safe sein. Safe sollten wir gleich beim Safe sein. Komm, den nehmen wir mal mit hier, den gönnen wir uns. Ja, ich muss sagen, Belohnungen schmecken schon, also gibt gut, also Gold, ja, geht so, der Edelstein, okay, muss auch nicht sein, ich meine, ist ein bisschen Gold normal, 10 Millionen, ist okay, aber was halt schmeckt, sind halt eben die Kristalle und Metalle, muss ich mal so sagen, die sind ganz nice, das kann man sich schon durchaus mal gönnen. Intelligenz haben wir hier, da würde ich fast nochmal irgendwie nochmal einen anderen Bonus nehmen. Ja, das ist halt alles Crap, ne? Das ist. Ja, da haben wir Intelligenz, das haben wir gesucht. Jetzt sind wir halt stärker gegen unser eigenes Attribut. Und ja, das ist immer gut. So, entern wir nochmal ein bisschen durch. Mal schauen, wie es aussieht. Nachdem wir die Sirenen besiegt haben, sollten wir eigentlich beim Save ankommen von den Punkten her. Mal gucken, wie es aussieht. Wow. Ja, braucht schon ein bisschen. Ich muss sagen, es ist schwieriger als gestern. Gestern ging es ein bisschen leichter von der Hand. Ja, heute haben wir da nicht ganz so viel Glück. Der Server, weiß ich nicht, die Verbindung ist auch irgendwie nicht so gut. Ihr seht das schon. Ich enter relativ schnell durch, aber die Kämpfe, die kommen nicht so schnell an. Da haben wir ihn doch endlich so. Ja, und jetzt fehlt uns nur noch hier, das ist die letzte Belohnung. Ne? Danach sind wir fertig. Dann sind wir hier durch. Und ja, mal schauen. Es ist relativ mühselig, sag ich mal. Ich bereue es wirklich jeden Tag aufs Neue, dass ich mich hier so weit hochgespielt habe. Naja gut, aber für das Video heute soll es erstmal soweit gewesen sein. Ja, ich werde nachher noch ein paar Tries hier versuchen, mal gucken, ob ich es hinkriege. Ich denke mal, ich werde mir die noch holen. Das sollte, denke ich mal, noch drin sein. Und ja, ansonsten war es das soweit von mir. Ja, habt ihr soweit alle Informationen bekommen, die ich loswerden wollte? Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.